viel unseriöse Firmen Ramsch oder unsinnige Produkte verhökern, die ein Kaufhaus kaum anzubieten wagt. Und das oft zu Wucherpreisen. Schon vor 14 Jahren erregten wir uns, dass die Schirmherrschaft für Verbrauchermessen auch noch Ministerpräsidenten, Bundes- und Landesminister und Frauen- oder gar Verbraucherverbände übernahm. Nun, es gelang damals nicht, denen die Schirmherrschaft aus der Hand zu nehmen. Doch auch deren Nachfolger von Blüm bis Lafontaine haben wohl noch nicht bemerkt, welchen teils windigen Geschäften ihre Grußbotschaften dienen. Ein bisschen Lauch. Eine Verbrauchermesse, Mischung aus Kaufhaus und Theater. Ein Markt der flotten Angebote und Illusionen. Im Gewirr der Versprechungen ist es schwer, sich zurechtzufinden. Seit Jahren warnen wir vor der Werbung mit der angeblichen Heilwirkung des Kupfers. Heute ist sie sogar gerichtlich verboten. Doch den Menschen wird sie nach wie vor eingeredet. Nicht mehr so laut wie früher, aber auch nicht immer so zurückhaltend wie vor der Kamera. Kupferarm, wenn das größtenteils auch viel Glauben dabei. Der Glaube wirkt auf Messen auch durch die Füße. Zu verschiedenen Geräten und Laufunterlagen wird die Fußreflexzonenmassage gepriesen. Nur nicht immer mit so entlarvendem Blödsinn. Wenn man eine gute Durchblutung hat, ne, dann hat man mehr Energie und eine bessere Muskulatur im ganzen Körper. Dann kann man die Heilkräfte im Körper anregen dadurch. Welche Heilkräfte? Ja, die Heilkraft des Körpers ist ja zum Beispiel, dass verschiedene Schadstoffe, Ablagerungen eben lösen und rausgehen. Fragt sich, warum man dann nicht kostenfrei draußen auf dem Kieselweg in Entzücken geraten kann. Eine Wohltat für meine müden Füße. Wenn's wahr ist, dass Reflexzonenmassage auf einzelne Organe wirkt, dann bitte wo und auf was? Diese Abbildung zeigt die Leberzone länglich am rechten Fußrand. Deutlich getrennt von der Zone für die Lunge. Im nächsten Bild überlappen sich die Zonen beider Organe und die Leber ist deutlich zur Mitte des Fußes gewandert. Und auf diesem Bild liegen Leber und Lunge direkt übereinander unter den Zehen. Der Wirrwarr wird aber noch übertroffen durch Heilversprechen für solche Geräte. Beispiel die Schilddrüse. Wenn Sie eine Unterfunktion haben der Schilddrüse, dass jetzt das ist jetzt schwer, eine bessere Durchblutung stattfindet und dass man aktiver wird. Also ist die Unterfunktion eine Normalfunktion wird? Ja, die Unterfunktion eine Normalfunktion wird. Nur von einer solchen Heilwirkung hat der Schilddrüsenfachmann noch nie etwas gehört. Wenn eine Schilddrüse ihre Funktion zur Hormonbildung verliert, dann ist dies auch aus anatomischen Gründen praktisch immer ein unwiederbringlicher Verlust. Und wenn in einem solchen erkrankten Organ einfach nicht mehr genügend funktionstüchtiges Drüsengewebe vorhanden ist, dann lässt sich das auch nicht wieder herbeizaubern, indem man nun den Leuten die Füße massiert. Massagegeräte, die man korrekt Vibratoren nennen müsste, haben auf Messen Konjunktur. Vor allem, wenn sie zu Hause vielfältig zu verwenden sind. Wie Combina. Gesamtpreis stolze 349 Mark. Dafür kann man sich damit rasieren, Bart und Haare schneiden. Aber der Clou ist eben, dass man mit Kleinstaufsätzen auch noch den eigenen Muskeln zu Leibe rücken kann. Der Facharzt warnt mit gebotener Zurückhaltung. Angesichts der zahlreichen Massagegeräte oder medizinischer Hilfsgeräte ist es für den Laien immer sehr schwer, die Spreu vom Weizen zu trennen. In diesem Falle sollte immer der Facharzt oder der Hausarzt zu Rate gezogen werden, um zu entscheiden, ob die Selbstbehandlung im vorliegenden Falle nützlich oder gar bedenklich ist. Das Schütteln überkam unseren Facharzt beim Lesen des Begleitheftes eines Kollegen aus Liechtenstein. Anleitungen mit Schüttelreimen. Arbeit mit Ziel. Massiere dich täglich, vibrierend, wenn möglich. Gesund sein, ich will. So harmlos wie demonstriert, wirken die Geräte leider nicht immer. Der Verband Physikalische Therapie sagt, sie sind auch gefährlich. Das ist Otto, der Superquirl. Ein typisches Messeangebot für Alleinstehende. Für die kleine Portion, kinderleicht und einfach. Immer aus der Hand. Also Sie können damit, wenn Sie Eischnee schlagen, in einer Minute haben Sie Eischnee steif geschlagen. Wir brauchten in normalem Küchentempo nicht eine, sondern 2,5 Minuten. Danach war der Arm ganz schön lahm.
Der elektrische Handmixer schaffte es in 35 Sekunden. Ein gutes Gerät für 30 Mark, ohne Mythenarm. In diesem Fall ist der Stromverbraucher dem Plastikteil deutlich vorzuziehen, zumal Quirl Otto keinen stabilen Eindruck hinterließ. Ein Überzieher aus Teflon soll das Bügeln im Haushalt einfacher machen. Nach dem Motto: Deshalb bügeln wir ja schöner, leichter, schneller. Mit voller Hitze. Unglaublich. Damit man nur ja nicht die verschiedenen Energiestufen einstellen muss, soll man diesen Energiefresser kaufen. Außerdem Bügeleisen mit Teflonboden gibt's längst. Für Silberputzen mit ätzenden Mitteln ist Silber angeblich die Alternative. Ein Pulvergemisch in Wasser gelöst beseitigt in Verbindung mit Alufolie angelaufene Stellen. Kein Nachspülen, kein Nachpolieren. Einfacher, schöner, schneller, bequemer, billiger geht das gar nicht. Stimmt nicht, es geht viel billiger. 140 Gramm Silber kosten 19,50 Mark und sind nichts als Salz und Soda. Wenn man ein Teil Salz und 3 Teile Soda aus dem Laden nebenan selber mischt, kosten 140 Gramm nur 40 Pfennig. Und es funktioniert genauso gut. Der Vakuumat pumpt mit Wasser Gefrierbeutel leer. Ein unsinniges Gerät. Denn erstens, je luftdichter ein Beutel, desto besser ist Gefrierkost geschützt. Warum dann anstechen und wieder verkleben? Und zweitens, die Hamburger Wasserwerke mussten im Test für ein annäherndes Vakuum 22 Liter Wasser verschwenden. Für einen Beutel. Im Haushaltsbetrieb reicht es, wenn vor dem Einfrieren die Luft rausgestrichen wird. Im Übrigen gibt es Einschweißgeräte, die zugleich die Luft absaugen. Angeblich völlig ungefährlich dieser Apparat, der mit heißem Wasserdampf arbeitet. Die Sicherheit dieses Reinigungsgerätes haben wir gar nicht erst überprüft, denn diese 1.500 Mark teure Maschine bläst nur den Dreck in alle Richtungen. Er wird nicht abgesaugt. Dafür kann es passieren, dass bei empfindlichen Textilien die Farbe mit hinausgeblasen wird. Wer auf einer Messe 100-fach mit Lappen eine Abflussverstopfung simuliert und freispült, geht an der Wirklichkeit weit vorbei. Mit dem gebündelten Wasserstrahl aus der eigenen Leitung ein wirklich verstopftes Rohr sicher frei zu bekommen, halten Sanitärfachleute für unwahrscheinlich. Bei dichten Leitungen arbeiten sie teilweise mit dem 20-fachen Leitungsdruck. Warum wohl? Da bringt auch diese Luftdruckpistole von der Messe selten genug Druck. Hier nicht und schon gar nicht bei diesem Geruchsverschluss. Wer im Sieb verhakte Haarbüschel lösen will, ist mit dieser bewährten Drucksaugwechselwirkung meistens noch besser bedient. Oder der Abfluss wird einfach geöffnet. Vorsicht bei Mini-Durchlauferhitzern. Manche Händler verkaufen einem glatt ein 2-Kilowatt-Gerät für die Dusche. Dieses hier hat 4 Kilowatt und das Geriesel reicht höchstens für die Hände. Und dann die elektromagnetischen Wasseraufbereiter gegen Rohrverkalkung. Wir zähmen den Kalk, ganz einfach ausgedrückt. Der Kalk kann sich nicht mehr festsetzen, er verliert durch Magnetwellen die Haftfähigkeit. Ein Jahr nach dieser Werbebehauptung haben wir die Kronzeugen vom Fraunhofer Institut befragt. Sie konnten uns noch immer keine endgültigen Beweise liefern. Trotzdem schwatzt die Branche selbst Bewohnern von Gebieten mit kalkarmem Wasser Geräte für einige Tausende auf. Ein Rücktritt vom Messekauf gelingt fast nie und Reklamationen sind oft schwer durchsetzbar. Dieses Merkblatt, das Ihnen die VZ, die Verbraucherzentrale Hamburg, gegen Einsendung eines 60-Pfennig-Freiumschlags zuschickt, Drucksache und Ihre Adresse muss draufstehen, warnt Sie und informiert Sie über Ihre Rechte. Im Übrigen raten viele Verbraucherzentralen vom Messekauf ab oder sagen wenigstens Augen auf beim Messekauf. Innenräume sind oft 1000 bis 10.000 Mal so giftbelastet wie die Außenluft. Deshalb wollen wir Ihnen heute mal sagen, wie Sie langfristig wirkende Wohnraumgifte, vor allem beim Renovieren, weitgehend vermeiden und damit viele Gefahren von Allergien, Atemwegserkrankungen, Ausschlägen bis hin zu Nervenschädigungen und Krebs reduzieren können. Leider steht auf vielen Farben, Klebstoffen oder Baustoffen nicht mal drauf, was drin ist. Schadstoffe müssen nämlich oft erst deklariert werden,
wenn eine bereits hohe Konzentration noch überschritten wird. So könnte ich Ihnen ganz legal einen Giftcocktail aus lauter hochgefährlichen Substanzen verkaufen. Beispiel: 17% Methylenchlorid, 12% Propylbenzol, 12% Trimethylbenzol, 24% eines Gemisches aus Oktan, Nonan, Dekan, Undekan und Dodekan, 8% Toluol, 4% Xylol und 4% Ethylbenzol. Das Ganze wird dann noch aufgefüllt mit 18% Trinkalkohol und einem Schuss Zitronensaft oder Aroma. Und das darf ich Ihnen dann auch noch ungestraft als Ökoreiniger andrehen, zitronenfrisch und biologisch abbaubar. So wenig schützen sie unsere Gesetze. Montage und Isolierschaum aus Polyurethan. Viel verwendet, da er sich vorzüglich zum Ausschäumen bei Tür- und Fensterrahmen eignet. Wer denkt schon daran, wenn er damit arbeitet, dass die Luft in den Räumen, die so abgedichtet wurden, durch nach und nach aus dem Schaum frei werdende hochgiftige Isocyanate langfristig belastet ist? Doch wer in modernen Baumärkten auf hilfreiche Produktinformationen hofft bei der Suche nach giftfreien Materialien, der verirrt sich schnell im Dschungel von Fachbegriffen, ohne konkreten Hinweis auf die Zusammensetzungen der Produkte. Auch solche Negativaussagen führen kaum weiter, wenn auf der Dose nichts über die tatsächlichen Inhaltsstoffe steht. Was man schließlich auswählt, hängt dann beispielsweise nur noch vom richtigen Farbton ab. Doch Vorsicht, Rot ist nicht gleich Rot. Kunstharzfarben, Polyurethan und PVC-Lacke enthalten gesundheitlich bedenkliche organische Lösemittel, die in die Wohnung verdunsten. Bei mancher Dose sind das bis zu 70%. Und was übrig bleibt, verdunstet mit der Zeit in die Atmosphäre. Der gefürchtete Chemosmog fördert Waldsterben, Treibhauseffekt und die Ausbreitung des Ozonlochs. Weitere Inhaltsstoffe, Weichmacher, Schwermetalle und Konservierungsmittel. Doch nach einem Hinweis darauf sucht man auf der Dose ebenfalls vergeblich. Fast überall prangt inzwischen der begehrte blaue Umweltengel vom Umweltbundesamt, auch auf vielen Farbdosen. Dispersionsfarben und Acryllacke enthalten jedoch trotz Umweltengel immer noch organische Lösemittel, dann allerdings maximal 10%. Sie sind damit zwar schadstoffarm, wie es so schön heißt, aber keineswegs unbedenklich. Reine Irreführung sind dagegen solche selbstverliehenen Umweltsiegel in Form von Blumen oder auch von Bäumen, denn sie bieten keinerlei Gewähr für irgendwas. Der Marktanteil lösemittelarmer Dispersionsfarben mit dem echten Umweltengel hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Doch auch sie enthalten, wie gesagt, noch immer jene Lösemittel, die Gesundheit und Atmosphäre schädigen können. Schaut man genauer hin, müsste einem eigentlich auffallen, dass dem Engel in der Farbabteilung Hörner und Pferdefuß gewachsen sind. Wer auch dieses Restrisiko vermeiden will, lässt die Dosen also lieber im Regal stehen. Fachhändler und viele Baumärkte haben inzwischen auch Naturharzfarben in ihrem Angebot. Als Lösemittel werden hierbei natürliche Harze aus Bäumen und aus den Schalen von Zitrusfrüchten verwendet. Vorteil: Die Umwelt wird nicht, wie bei den anderen Farben, zusätzlich mit Schadstoffen belastet, sondern das Lösemittel Naturharz wäre aus den Bäumen und den Orangenschalen ohnehin verdunstet. Farben mit Naturharzen als Lösemittel verhalten sich also vom Rohstoff bis zur Entsorgung ökologisch recht neutral. Da jedoch bei diesen Farben der Lösemittelanteil insgesamt über 10% liegt, steht ihnen nach den Vergabekriterien vom Umweltbundesamt kurioserweise kein Umweltengel zu. In den Naturharzfarben ist übrigens der Anteil an Karen, einem Stoff, der Allergien auslösen könnte, gegenüber früher deutlich gesunken. Ganz lösemittelfreie Wandfarben gibt es inzwischen auch. Zwar enthalten auch herkömmliche Wandfarben nur bis zu 3% organische Lösemittel, doch bei großen Wandflächen in Innenräumen macht sich auch das deutlich bemerkbar. Bevor es nun richtig losgeht, noch ein paar Ratschläge zur Sicherheit. Da man nie ganz genau weiß, ob und wie viel Lösemittel doch noch frei werden, sollte man beim Mahlen nicht rauchen.
Denn in der Zigarettenglut wandeln sich selbst geringe Lösemittelreste in noch giftigere Stoffe um. Und renovieren sollte man in den Sommermonaten. Dann kann man ausreichend lüften, ohne zu frieren. Und an die Hände gehören in jedem Falle Schutzhandschuhe. Denn viele Farbbestandteile reizen die Haut oder werden über die Haut aufgenommen. Fußböden gut abdecken, das spart später unnötigen Einsatz von Arbeit und Chemie. Sind bewegliche Teile zu streichen, sollte man diese Arbeiten aus den Innenräumen ins Freie verlegen. Auch das reduziert die Belastung drinnen. Draußen verdunsten die Lösemittel zwar auch, aber wenigstens nicht in die Wohnräume hinein. Und bei den Naturharzfarben gelangen die Lösemittel aus Zitrusfrüchten und Bäumen nach ihrem Umweg über die Farbe wieder in die Natur zurück. Das Reinigen der Pinsel und Rollen sollte nach Möglichkeit ebenfalls draußen erfolgen. Und man sollte dafür nur Naturharzverdünner verwenden. Denn Nitroverdünnung, Testbenzin oder auch Terpentinersatz enthalten benzolähnliche aromatische Verbindungen, die Innenräume, Gesundheit und Atmosphäre gleichermaßen belasten. Zum Entfernen alter Lacke und Farben bietet der Handel trotz aller Warnungen noch immer Methylenchlorid oder dichlormethanhaltige Abbeizer an. Bei unsachgemäßem Umgang damit besteht sogar akute Lebensgefahr. Diese Mittel sollten in Innenräumen eigentlich nie verwendet werden. Ein Schleifgerät ist dafür eher geeignet, aber nie ohne Atemschutzmaske, der herumfliegenden Farbstäube wegen. Das Gleiche gilt, wenn man die Lacke mit einem Heißluftgerät entfernen will. Auch dabei entstehen nämlich giftige Dämpfe. Oh nein, das ist viel zu gefährlich. Und in jedem Falle gilt, Kinder haben bei solchen Arbeiten nichts zu suchen. Holz entfaltet gerade dann seine volle Schönheit, wenn man es mit natürlichen Produkten behandelt. Dieses duftende Wachs ist nicht nur giftfrei, es pflegt die Oberfläche und lässt die Poren offen. Das Wachs eignet sich auch für Spielzeug und das Hartöl gibt dem Holzfußboden seinen sanften Glanz. Wie ihre Farben enthalten auch die Lasuren, Öle, Wachse und Firnisse der Naturfarbenhersteller ausschließlich reine Naturprodukte. Ob gekachelt, gemustert oder uni, bei den Fußbodenbelägen wird's problematisch. Trotz aller Vielfalt, vor allem PVC, aus dem permanent Schadstoffe ausgasen können. Umweltfreundlicheres Linoleum sucht man in diesem Baumarkt vergeblich. Für Wohnräume eignet sich auch das giftfreie Naturprodukt Kork. Viele Teppichbodenklebstoffe können, wie auch mancher Teppichboden selbst, die Innenraumluft sehr stark und nachhaltig mit Lösemitteldämpfen belasten. Wenn sich der Belag nicht ohne Kleber verspannen lässt, sollte zumindest ein lösemittelarmer Dispersionskleber verwendet werden. Noch besser eignen sich solche giftarmen Teppichfixierungen. Übrigens auch Teppichböden gibt es inzwischen schadstoffärmer erkennbar an diesem Siegel. Und Ähnliches will demnächst selbst die Ledermöbelindustrie anbieten. Eine Broschüre und ein Buch empfehlen wir allen, die umweltfreundlich bauen oder renovieren wollen. Den Öko-Ratgeber Farben Lacke gibt es bei den meisten Verbraucherzentralen oder für 3 Mark plus Versandkosten bei der AGV, der Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände, Postfach 116 in 5787 Olsberg 1. Postkarte genügt. Neu überarbeitet Holger Königs Buch Wege zum gesunden Bauen vom Ökobuch-Verlag, kostet im Buchhandel 39,80 Mark. Wer seine Raumluft auf bereits vorhandene Schadstoffbelastungen untersuchen lassen möchte, weil er schon gesundheitliche Auswirkungen vermutet, dem empfehlen wir noch einmal diese Adresse. Wenn Sie einen mit 1,40 Mark frankierten, wattierten Freiumschlag ans Ecolabor schicken, bekommen Sie ein Prüfröhrchen für eine 7-Tage-Messung zugeschickt. Und das können Sie dann für 200 Mark bei Eco auf 8 der häufigsten Wohngifte untersuchen lassen. Ausnahme Holzschutzmittel, auf die Eco aber zum Preis von 140 Mark den Inhalt ihres Staubsaugerbeutels zuverlässig untersuchen kann. Zweite Ausnahme Formaldehyd,
Diese Untersuchung muss immer direkt am Ort vorgenommen werden. Die meisten unserer Autos sind heute leider konstruiert wie rohe Eier. Nur von vorn und hinten stabil. Das rohe Ei kann ich so zwischen zwei Fingern trotz Anstrengung nicht zerdrücken. Aber so. Matsch. Und das Eidotter in Ihrem Auto sind Sie. Seit Jahren beklagen wir genauso wie einige Autozeitschriften, dass es in Europa keine vernünftigen Auto-Unfalltestvorschriften gibt. Jetzt hat der TÜV Rheinland in Köln einen neuen Anlauf gestartet, um Politiker zu überzeugen. Dies ist nur einer von verschiedenen Kleinwagen, die die TÜV-Tester mal mit 50 km/h von der Seite gerammt haben. Im Ernstfall hätte der Fahrer das nicht überlebt. Und da sieht es selbst bei großen Karossen kaum viel besser aus. Eine Autobahnkirche irgendwo in Deutschland. Während draußen die Autos vorbeirasen, betet man drinnen um die Seelen der Insassen. Doch der Wahnsinn geht unvermindert weiter. Und nimm die Toten auf in deine Herrlichkeit. Wie viel ist den Automobilherstellern der Erhalt ihrer Kundschaft wert? Und für wie wertvoll hielt dieser junge Mann sich selbst? Nein, jetzt hilft Flehen auch nicht mehr. Doch als Autounfall getarnt sind Mord und Selbstmord ja offenbar auch keine Sünden. Überreste eines mobilen Traums, weggefegt. Historisches. VW auf dem Weg zur Knautschzone. Den Gurt gab's noch nicht, viele Autoträume zerbrachen am harten Lenkrad. Die wiedergewonnene Freiheit, verkörpert im eigenen Auto, endete für viele auf der Bahre. Chrom- und Weißwandreifen statt Sicherheit. Pionierarbeit, Nobelkarosse auf der Schlachtbank. Noch bleiben die Stoßwellen fast ungebremst und selbst beim Benz brechen die Sitze aus der Verankerung. Auch die Segnungen der Technik können nicht verhindern, dass in Europa immer noch Jahr für Jahr eine ganze Kleinstadt in den Tod rast. Rücksicht endet am Gaspedal. Es gilt das Recht des Stärkeren. Doch der sollte wissen, dass er den Kleinen einfach verschluckt, wenn er nicht mehr rechtzeitig wie hier zum Stehen kommt. Der Crash zeigt, der Autozwerg ist immer der Verlierer. Selbst wenn er von dem Großen nur leicht gerammt wird, hier ist bereits ein neuer Kotflügel fällig. Der unsinnige Kuhfänger wird schnell zur Mordwaffe, wenn er den Kleinen voll trifft, besonders von der Seite. Realität. Dieser Schrotthaufen wurde für einen jungen Menschen zum Grab. Verantwortungslosigkeit zeigt sich immer dann besonders, wenn einer der Großen einen Stau der Kleinen überrollt. Doch es gibt auch Vorschriften für die Stabilität von Autos. 65 Kilo drücken von oben auf diese Dose. Sie hält. Ähnlich die Stabilität beim Pkw. Im Frontalaufprall, dem einzigen bei uns gesetzlich vorgeschriebenen Crashtest, darf sich die Fahrgastzelle nicht lebensbedrohlich verformen. Doch leider misslingt bei manchem Kleinwagen selbst das. Brechende Rahmen oder berstende Holme zerquetschen im Ernstfall den menschlichen Körper auch schon bei relativ geringen Aufprallgeschwindigkeiten. Der Überlebensraum ist in Wirklichkeit leider immer noch eine weitgehend gesetzlose Zone, obwohl alle Sicherheitsexperten nach einheitlichen Regelungen verlangen. Der Computermensch kann jedem zeigen, was passiert, wenn es kracht. Manche Hersteller machen schon jetzt mehr, als der Gesetzgeber vorschreibt. Auch nach einem harten Frontalcrash blieb bei diesem kleinen Volvo der Überlebensraum vollständig erhalten. Das Sicherheitskonzept bei Volvo, Saab, Mercedes und BMW basiert auf großflächiger Verteilung der Stoßkräfte. Belastung der Cola-Dose seitenversetzt. Die Stabilität ist dahin. Testbilder. Tatsächlich laufen die meisten Unfälle so ab. Doch Zwang ist dieser Offset-Crash-Test nur in den USA. Doch auch hier entscheidet die Pkw-Größe immer noch über die Schwere der Verletzungen. Links der Kleinwagen, rechts der Große. In Amerika wird mit Sicherheit kräftig geworben. Crashdaten werden offengelegt und wirkliche Unfälle in Werbespots analysiert.
In Europa sind es vor allem die Fachzeitschriften, die das Sicherheitskonzept der Automobilhersteller überprüfen, mit teilweise katastrophalem Ergebnis. Immer wieder beklagen dann auch diese Medien die geringe serienmäßige Sicherheit in Europa und Japan. Wie bei der Dose wird es besonders schlimm beim Seitenaufprall. Mit der Stabilität ist es hier bei fast allen Pkw zu Ende. Keine Knautschzone, kein Gurt hilft mehr. Jeder dritte Unfalltote wurde so zerquetscht. Auch der ADAC ließ so einen Kleinwagen testen. Der erste Versuch endete katastrophal. Nach den Plänen eines chinesischen Studenten wurde mit einfachsten Mitteln die Seite verstärkt. Der umgebaute Versuchsgolf blieb weitgehend stabil. In den USA wird ein solcher Flankenschutz ab 94 Pflicht. Der neue Astra von Opel hat bereits die Sicherheitsflanke und bei allen Neuwagen will VW sie serienmäßig einbauen. Doch ob der Mensch einen solchen Seitenstoß dann immer besser oder gar unbeschadet übersteht, bleibt fraglich. Unser Puddinggehirn zeigt, dass wir für automobile Geschwindigkeiten eigentlich nicht gebaut sind. Politische Entscheidungsträger halten ihren Kopf selten hin. In ihren sicheren Luxuskarossen kennen sie solche Probleme anscheinend kaum. Jetzt ist also der Verbraucher am Drücker. Nur mit seiner Kaufentscheidung kann er in Sachen Sicherheit offenbar noch etwas bewegen. Aber vielleicht wachen die Politiker ja doch noch irgendwann auf und sorgen dafür, dass die Erkenntnisse über besseren Insassenschutz nicht länger in Behördenschubladen verstauben. Es muss uns gelingen, den Insassenschutz besser zu gestalten. Und deswegen fordern wir seitens des TÜV Rheinland, dass es obligatorische Crashtests gibt, die im Rahmen der Betriebserlaubnisverfahren eingeführt werden sollen. Bei diesem Zusammenstoß mit Tempo 50 fangen Airbags die beiden Stuntmen auf und sie bleiben unverletzt. Deshalb unsere Forderung: Airbags für alle Insassen, auch wenn es teurer wird. Für den gefährlichen Seitencrash nötige Seitenairbags werden zurzeit bei Volvo und Mercedes entwickelt, sind nur leider noch nicht marktreif. Die schwedische Folksam-Versicherung hat nach Analyse von 1 Million Unfällen übrigens festgestellt, welche Autos für die Insassen besonders unsicher und welche herausragend sicher sind. Die blenden wir jetzt mal ein. Für den deutschen Markt fehlen da einige Wagen, weil viele Modelle in Schweden nur einen kleinen Marktanteil haben. Doch sonst ist die Liste auch für Sie hilfreich. In den gefährlichsten Autos kann das Risiko übrigens bis zu 15 Mal so hoch sein wie in den sichersten. Schön, wenn es solche Untersuchungen auch bei uns gäbe, nicht wahr? Aber deutsche Versicherungen mögen wohl keinen Ärger mit der Autoindustrie. Darum bieten wir Ihnen die Liste aller von Folksam untersuchten Modelle an. Schicken Sie einen Freiumschlag mit einer Mark Porto an Ratgeber Technik, Stichwort Autocrash, 2000 Hamburg 444. Das war's, die Wiederholung der Sendung am Dienstagvormittag ab 10:03 Uhr. Wiedersehen.